Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir schauen uns die kollektiven Themen an. In allen Alltagsthemen, welche Energien stehen zur Verfügung fürs Kollektiv. Eines möchte ich euch mitteilen. Und zwar geht es um diese Kanalmitgliedschaften. Ich hatte das ja jetzt mal ausprobiert. Und ich werde es definitiv nicht mehr machen, denn ich hatte zunächst gedacht, dass man das aussuchen kann, wem man die gibt. Was ja natürlich klar ist, du gibst die dann den aktiven Leuten, den Leuten, die schon lange dabei sind und so. Aber ich musste feststellen, dass YouTube diese selber vergibt, und zwar an inaktive Profile. Leute, die du noch nie gelesen hast, die hast du dann plötzlich ungefragt in deinem Member-Bereich. Das heißt, hier gibt es zwar das einzustellen, nimm Geschenke an oder so, aber das heißt noch lange nicht, dass du vielleicht das gar nicht haben möchtest und dann trotzdem Nutznießer davon bist. Und im Prinzip ist es so, die Leute, die bleiben da nicht, ist ja klar, sie werden zu etwas gezwungen, was sie nicht wollen, oder von etwas begünstigt, das sie nicht wollen. Natürlich kann ich sehen, wer das gekriegt hat und wer nicht. Und ich muss euch sagen, ich habe die Namen noch nie gelesen. Und ich bin ein großer Gerechtigkeitsfanatiker. Am Ende ist es dann so, dass du, wenn die wieder draußen sind, die 10, ein Minus hast bei den Kanalmitgliedschaften, das natürlich sich auf deinen Kanal auswirkt. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das ganze Spektakel so nicht mitzumachen. Okay, wir gucken jetzt in die kollektive Energie. Ich danke natürlich jedem, der in meinem Member-Bereich ist und der mich da mit einem kleinen Betrag unterstützt, und versuche da immer wieder mal ein bisschen zu berichten. Viele sind da auch schon jahrelang. Aber auch natürlich, die aktiv hier sind, mich mit Kommentaren unterstützen oder Likes geben. Ja, danke auch an die Spenden, die ich kriege bei PayPal, oder wenn hier mal jemand den Super Thanks-Button drückt. Natürlich alles wichtig für mich und meine Arbeit und auch für die Wertschätzung. Aber so wie das hier mit den Kanalmitgliedschaften läuft, möchte ich das nicht verschenken. So, die Liebe, die Herzensangelegenheiten, ein Kampf, den man mit der Liebe führt, wird sich hier, ja, ich sag mal, zeigen. Hier habe ich aber nicht dieses Gefühl von, ich bin so verletzt oder hier kommt eine Wunde an die Oberfläche, sondern hier ist das beständige Feld zu sehen. Das, was man sich erarbeitet hat, steht da: Tropfen höhlt den Stein. Harmonie, Liebe, Familie, Wachstum, langfristige Prozesse. Ich habe hier sehr viel innerfamiliäre Veränderungen, also Veränderungen am Familiensystem, Veränderungen in der Liebe, Veränderungen, die aus Wunden andere Türen öffnen, wo man ganz safe darüber ist, wo man so das Gefühl hat, ich bin nicht mehr in den tiefen Tälern drin, sondern ich öffne mich hier anderen Gefilden. Und natürlich ja auch Veränderungen, die wie ein Geschenk daherkommen. Sie liegen nämlich im Haus der Blumen und die wirken irgendwie auf das ganze Familiensystem. Das können auch mehrere Bereiche sein, Minimum 2. Und es können hier sehr schöne Entscheidungen gefällt werden, wie man etwas auf einen neuen Weg ins Wachstum bringt, also vom Mangel ins Wachstum. Genesende Energie auf jeden Fall, harmonische Energie. Nichtsdestotrotz habe ich hier das Gefühl von
mit angezogener Handbremse fahren. Die Energie ist nicht so richtig flüssig, ne? Man fühlt sich zwar harmonisch mit allem, aber es geht nicht geradeaus, ne? Hier sind so ein bisschen ein paar Aufwendungen von uns erforderlich. Das heißt, es verändert sich was, aber du darfst dann mit den Veränderungen auch umgehen. Für mich ist es positive Aufregung, aber kein richtiger Weg für ganz neue Dinge, sondern einfach so ein System, das Frieden über einen bringt, das eine Veränderung bringt auf allen Beziehungsthemen oder auf wiederkehrenden Themen, die einem übel aufstoßen. Wir haben eine Doppeldeutung. Wir haben im Haus der Blumen die Störche drin und wir haben im Haus der Störche die Blumen drin. Hier habe ich zweimal den Bereich, öffne dich für geschenkbringende Veränderungen, die in eine andere Richtung führen. Wir haben auch das Frühjahr, also die Prozesse, die dann sich über das ganze Frühjahr verbindlich zeigen. Erfolge, die sich einstellen. Für einen oder anderen kann das etwas sein, was bisher im Verborgenen rumgeschlummert hat, nicht ausgesprochen wurde und jetzt zum Thema wird. Es kann hier speziell auch gehen um die Stellung unserer Kinder, ne? Um die Plätze unserer Kinder. Das heißt, kann ein zentrales Thema sein, da bei uns im Umfeld liegt und im Hause der Kinder eben auch die Emotionen drin liegen. Etwas, was wir vielleicht schon lang vermutet haben. Etwas, wo die ihren eigenen Weg gehen, sich selber treu sind, Lebenskonstrukte umwandeln. Ich habe hier die gute Kommunikation, eine schnelle, gute Nachricht, Nachrichten, die eine Veränderung wie ein Geschenk herkommt. Und zwar auf allen verbindlichen Bereichen. Das können hier auch Verträge sein, Finanzen, immer wiederkehrende finanzielle Dinge. Themen, die berufliche Klärungen mitbringen. Ich sehe sehr viel Kommunikation im Bereich der Arbeit. Es können hier Aufträge sein oder Auftragslagen, die auch verbindlich dann wieder weitergehen, nach vorne gehen. Wir selber liegen in unserem eigenen Haus, das ist schon mal gut. Wir werden ja auch aufgefordert, uns selbst treu zu bleiben. Ja, und hier doppelt es sich. Ich habe hier die Neubeginne mit Konflikten drin. Das heißt, hier kann eine Herzensangelegenheit umgesetzt werden, ein Weg gebrochen werden, den man schon lange, eine Mühle, die man schon lange getreten hat. Das hat etwas mit den Finanzen auch zu tun. Also man hat vielleicht so dieses Ding, kriegt man etwas gedeckelt finanziell, wenn man einen Neubeginn startet? Und wenn ja, wie viel Geld betrifft es? Wo liegt noch Wissen, das ich brauche, das ich mir einholen muss? Und es kann hier tatsächlich auch um die Berufe, die Berufung unserer Kinder gehen oder uns selbst, Umbrüche im beruflichen Bereich. Das Beenden eines Konfliktes, eines falschen Weges im beruflichen Bereich, Korrekturen. Was ich auch habe, das trifft jetzt, wie gesagt, Kollektiv-Orakel, ich sage es immer wieder dazu. Es kann hier sein, dass man sich um jemand anders kümmern muss oder dass hier irgendwelche Einflüsse von außen kommen, die es uns ein bisschen schwieriger macht, uns auf die berufliche Sache zu konzentrieren. Gleichzeitig die Möglichkeit, die Berufung unter einen guten Stern zu stellen, längerfristige Ergebnisse zu generieren, die jetzt nicht so vom Außen abhängig sind. Es können innerfamiliäre Themen sein, die hier sehr viel Beschäftigung hervorrufen. Und hier liegt Anfang und Ende ganz nah beieinander von den Dingen. Ne? Es kann so
eine Umbruchsphase sein, die endlich greifbar wird. Oder aber, da es hier sehr mit dem Hund spiegelt, das kann auch im Kollegenfeld sein, dass da das Umfeld der Kollegen sich verändert, auch im kleineren Maße, aber dann trotzdem für uns als lästig dargestellt wird. Es geht hier um die Kreisläufe, die sich schon so eingebürgert haben. Ich sage euch ein Beispiel. Immer an Weihnachten habe ich hier eine große Bäckerei. Das kostet alles sehr viel Geld, sehr viel Arbeit. Allerdings ist es auch ein Hobby von mir. Dieses Ganze verschenke ich dann. Und ich merke immer wieder zum Beispiel, dass ich mir das nicht antun müsste, weil mein Sohn zum Beispiel, der ist so ein Gesundheitsfanatiker. Ich hatte das früher immer mit ihm zusammen gemacht, als er klein war, sehr klein. Aber heute isst er das gar nicht mehr, weil viel zu ungesund und zu viel Zucker und was weiß ich nicht alles, ne? Und das ist so eine Arbeit, die könnte man sich eigentlich ersparen, weil das ist nicht mehr mit früher zu vergleichen. Das ist kein Thema mehr, das uns verbindet. Und ja, das sind so Traditionen, die man hier mitschleppt, die an sich viel Arbeit machen, die immer was gefördert haben, was Gemeinsames, die aber jetzt einfach nicht mehr aktiv sein können, weil eben die Umstände sich verändert haben. Und hier geht es auch darum, genau das rauszufischen, was lohnt sich für mich noch, wo habe ich den gleichen Nutzen und wofür ist einfach die Zeit abgelaufen. Also die Seele macht etwas mit, was sich so manifestiert hat und weil es schön war und weil es einem Herzen lag. Und genau hier darf man dieses auch mal in Liebe loslassen, ne? Aus Selbstwertthemen raus, wo man einfach sagt, so, ich erspare mir das jetzt oder ich mache das in einem ganz kleinen Stil, damit ich einfach die Zeit für mich gut nutze oder das Geld, das ich vielleicht investiere, auch anders anlegen kann, ja. Da hier so viel Transformationsenergie ist, gucke ich mal, was ich hier noch für eine Botschaft rauskriege. Was dürfen wir uns die nächste Woche hier angucken? Was möchte sich transformieren? Vergebung haben wir als Thema. Würde passen hier, ne? Die Liebe, die Wunden in der Family. Veränderungen auf dem familiären Bereich. Es können hier auch verstärkt wieder mal Elternthemen sein. Wir haben den Bär im Haus der Schlange, die Schlange im Zentrum unseres Herzens drin. Und ich habe das Umziehen hier liegen. Es kann jetzt sein, dass der häusliche Bereich sich verändert. Das hätten wir hier. Also möglicherweise ziehen eure Kinder um oder eure Eltern haben irgendwie häusliche Bereiche, die in die Veränderungsphase kommen. Möglicherweise geht es um eure Tatkraft, die auch da gefordert wird, weshalb man in der Arbeit nicht so präsent ist. Oder aber es heißt einfach, überlege dir, wo du am richtigen Ort bist und wo du gerne woanders sein möchtest. Wir haben hier unten im Thema tatsächlich die familiären Veränderungen. Denkt daran, wenn sowas kommt, geschieht es immer zum Wohle aller. Wir können zum Beispiel unsere Kinder nicht ewig bei uns wohnen haben und. Es geht immer irgendwann seinen eigenen Gang. Die zum Beispiel ihre Eltern versorgen oder so, auch da kann sein, dass das sich aufs Arbeitsleben einspielt oder so, ne? Der Bambus im Wind, es wird nur so eine gewisse Flexibilität von uns erfordert die nächste Woche. Es geht hier darum, dass man sich auch mal den Umständen beugt und etwas nicht gerade so weiter zelebriert, bloß weil es immer so gemacht wurde. Oder ja, es ist einfach angebracht, eine Begebenheit so anzunehmen, wie sie denn ist. Weil hier tatsächlich Veränderungen sind, mit denen man auch einen Kampf beendet,
eine schwierige Situation verändert, eine, ja, ich würde mal sagen, Wunde schließen kann, genesen kann. Aber das erfordert hier halt ein Konstrukt, das ganz anders sein wird und wo wir eben aufgefordert sind, uns mal nicht immer als Hindernis dagegen zu stellen, sondern anzunehmen, flexibel, offen zu sein für alles, was kommt, alles, was geht. Offen zu sein für Veränderungen, wo die liegen, habe ich gesagt, auch wenn die nicht gleich greifbar sind, hat es manchmal im Nachhinein einen großen Segen. Alles kommt zur richtigen Zeit zu einem und auch dann, wann man es managen kann. Das weiß man meistens immer erst hinterher, ich zumindest, aber ich weiß, dass es geht und wir liegen in unserem eigenen Haus, wir gucken auf klärende Stabilität, die hat auch eventuell was mit unserem Gegenüber zu tun, aber hier scheint ein familiäres Thema sich so zu gestalten, dass man eventuell stark damit beschäftigt ist und sich das in den Berufsalltag mit auslegt oder einen Konflikt mitbringt, seine Energien richtig einzuteilen. Okay, wir gucken noch, welches Kraft hier mitkommt. Ich mache die Woche mal keine Auswahlstapel. Hier geht es sehr stark um einen Neubeginn, der zwar sein soll, aber der auch finanziert werden darf. Und es geht darum, Dinge auf den Weg zu bringen, aber da blockiert es noch ein bisschen, dass alles verfügbar ist. Wir haben die Unklarheiten im Hause des Buches. Das Buch liegt hier im Haus des Berges drin. Also man kommt nicht so ganz noch an den Endpunkt, aber wenn man flexibel reagiert, klärt sich hier der Weg. Wir haben den Koala, weniger ist mehr. Etwas reduzieren. Regeneration im Schlaf, also guckt auch auf eure Schlafgewohnheiten, dass ihr gut zur Ruhe kommt. Und ein Gleichgewicht zwischen Bewegung und Ruhe wird hier angezeigt bei all diesen Veränderungen. Es ist ja auch ein gutes Pendant, ne? Weil da, wo viel los ist, wo viele Bereiche zu bearbeiten sind, da muss man natürlich auch gucken, dass man die Kraft dazu hat, dass man sich nur auf das konzentriert, was jetzt eben auch sein muss. Sich immer wieder auch mit Sachen zu beschäftigen, die einem selber gut tun, egal was das Umfeld so verlangt oder möchte. Und ja, der Koala kommt so ein bisschen, um zu sagen, guck mal nach deinem Revier. Das Revier passt ja auch komplett zu den Grenzen, ne? Oder zu den Themen, die familienintern sind. Sich auf Familie zu besinnen, Pause zu machen, auch von außen. Stress zu vermeiden, so gut es eben geht. Und sich selber mit seinen eigenen Gepflogenheiten zu beschäftigen, die natürlich ja auch Mangel im Bereich der Lebenskraft mitbringen oder Energieverlusten, die dann so sich wieder übers Jahr mit hinschleppen. Also verausgabe dich nicht hier in dieser Woche. Verschaff dir immer wieder Ruhemöglichkeiten und auch wenn es viel wird, ja, immer wieder Auszeit nehmen, einmal ein bisschen raustreten und sich selbst regenerieren. Okay, das lassen wir so stehen. Wir gucken noch, was das Vögelchen sagt und dann wünsche ich euch eine wunderbar entspannte Woche, trotz allem, was kommen kann. Der Star.
Ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit. Bleibe bei dir, dann entwickeln sich die Dinge von ganz alleine. In der Ruhe liegt die Kraft. Das haben wir zweimal. Also immer wieder drauf gucken, sich rauszunehmen, auszuruhen. Auch wenn es sehr viel zu tun geben könnte. Belastungen bei der Arbeit sieht man so, ne, dass das auch lästig werden kann, weil man viel zu tun hat. Ein Lebenskonflikt vielleicht auch, ne? Was sind wir alle gewohnt, was wir ranklotzen müssen, was wir alles schaffen können, wenn es nötig ist. Eine gute Woche, ihr Lieben. Ich drücke euch. Bis bald.